Das ist der allererste Morelo, der jemals gebaut wurde. Der erste Prototyp. Und mit diesem Morelo, ja, mit dem fing alles an. Wir sind in Schlüsselfeld und 2010 war ein ganz besonderes Jahr für Morelo. Denn es ist ein Jahr, in dem Jochen Reimann seinen und den Traum seines späteren Geschäftspartners Reinhard Löhner wahr werden ließ. Die Reise beginnt im Januar 2010 mit dem typischen Design. Und hier steht der Morelo Palace 90M. Und 6 Mitarbeiter haben es gebaut. Im April gab es einen Musterbau. Und er steht hier in Schlüsselfeld. Den wollen wir Ihnen heute mal zeigen, denn das Fahrzeug ist tatsächlich 10 Jahre alt. Denn sie haben 10-jähriges Jubiläum. Und es wurde nochmal zurückerworben von Morelo. Denn der erste Prototyp, er würde noch fahren, aber er steht jetzt hier im Morelo Museum, im Showroom, der hier da ist. Und er hat schon ganz viele Anleihen an später. So wie er hier steht, könnte auch noch verkauft werden und würde bestimmt auch seine Abnehmer finden. Die ganze Geschichte, die könnt ihr hier nachlesen. Und so sieht das Ganze aus. Und das Team hat es geschafft. Im Caravansalon August 2010 wurde er zum ersten Mal der Welt dann präsentiert. Ich gehe mal kurz drum rum. Ein 90M Palace. Und wir gehen noch gleich mal rein, damit Sie auch mal vergleichen können, wie sieht es denn heute aus im Palace. Mit diesem Fahrzeug hat die Geschichte von Morelo begonnen. Spannend, ich bin richtig aufgeregt. Gehen wir kurz zurück. Ja, eigentlich so von hinten, er sieht aus so ein bisschen wie mein Loft, der da ist, den wir im Moment noch fahren. Gar nicht viel Unterschied, die Anhängerkupplung ist schon drin. Das Heckdesign ist da, der Aufkleber natürlich, First Class Reisemobile ist drauf. An der Seite alles da, sogar schon die elektronische Verriegelung der Heckklappe ist drin. Gucken, ob sie aufgeht. Ja, geht auf. Und damals war natürlich Kirsche, war unglaublich beliebt. Das waren so die Farben 2010, rotes Kirschholz. Hier sieht man noch einen Fahrradträger, der an der Heckfront dann montiert wurde. Doppelverriegelung, der erste Prototyp des Morelos. Ja, aber eigentlich alles schon so wie heute. Denn heute haben wir ja in der Fertigung gefilmt und mal gezeigt, wie die Morelos gefertigt werden. So viel Unterschied ist gar nicht da. Aber der Unterschied liegt natürlich im Detail. Hier noch ein Stauraum. Hier steckt heute die ganze Elektrik mit drin, normale Steckdosen mit drin, elektrischer Türnot auf. Alles sehr ähnlich. Wir gehen am besten mal rein. Ja, die Aufbautür ist auch die gleiche. Spannend. Aber wir werden gleich mal sehen, das Holz und das Innenholz ist natürlich, hat sich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, das ist auch das, was den meisten Leuten dann auffällt, wenn sich nicht so viel geändert hat, aber dann die Holzfarben. Wie ist das Ganze aufgebaut? Kirsche. Ich glaube, es war Kirsche. Ich habe damals in meinem Tabert Puccini war auch Kirsche drin. Und das war damals totschick. An das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Als wir den bekommen haben 2013, das sah so aus wie im Yachtbau, war so da und stand. Und jeder hat gesagt, Mensch, sieht das schick aus. Weißes Leder, ein helles Holz am Boden. Dann auch der Möbelbau schon an der Stelle, wie wir es kennen. Gut, das Fahrzeug ist ja erst 10 Jahre alt, aber in der Geschichte natürlich von Morelo ein Meilenstein, jetzt nach 10 Jahren. Auch der Möbelbau, wie man es früher gemacht hatte, das war das Cockpit. Noch mit der guten agile Automatik, die hier drin sind. Ein Garmin-Navi mit drin. Schon Differentialsperre, Daily. Die Webasto Standheizung. Hier läuft sie. Und ein grüner Tisch. Das ist spannend. Ich setze mich mal gerade hin. Er hat sogar schon die Komfort-Schwingsitze mit drin, luftgefedert. Die 4-Kanal-Federung von EP ist hier eingebaut.
ja, schon damals ein echter Hingucker. Wenn der hier stand auf dem Caravansalon 2010, war das bestimmt eine Sensation. Hier oben die durchgehenden Elemente am Dach mit dem Fenster, Lampen, ganz anders wie heute. Gut, hat man früher so gemacht. Der letzte Schrei waren bestimmt auch diese Leselichter, die drin waren. Und ich fasse es ja nicht, ein grüner Tisch. Hubbett schon drin. Mit einer kleinen Rüschenverkleidung. Und auch eine grüne Küche. Die, ja, ich denke heute nicht mehr so viele Fans hätte, aber so ähnlich ist auch noch heute die Anordnung bei Morelo. Ich habe den Spültyp so. Das Ganze aus GFK. Aber es ist viel geblieben. Wenn ich hier die Sitzgruppe sehe, genauso ist ja meine Sitzgruppe noch heute. Mit der Bank hier. Hier das Bedienpanel von Morelo. Der Spiegel direkt am Eingang. Und hier ein Auszug, ein großer Apothekerauszug. Der, ich guck mal gerade, ob unten noch eine Sicherung ist. Da ist noch eine. Und er geht noch wie heute. Und schließt auch selbstständig. Krass. Der Dometic Tower, den es so oder so ähnlich ja heute noch gibt, mit dem Backofen oben drüber mit Ober- und Unterhitze. Ja, und früher hat man hier dann geschlafen. Das Schlafzimmer im allerersten Morelo-Prototyp. Ich krieg schon eine kleine Gänsehaut. Auch hier gab es dann die Tür. Da ist aber viel geblieben. Auch hier der Verschluss. Doppelt zu öffnen, die Luke. Das Badezimmer im allerersten Morelo. Die Dusche, dann hier oben auch dieser textile Belag oben drauf. Gut, die Lampen sind natürlich anders, aber Mensch, also hier das Badezimmer, das ist der doch die Art. Genauso so oder so ähnlich hat man es heute auch. So, ein großer Kleiderschrank. Natürlich beleuchtet. Und auch die Entlüftung von der Alderheizung. Und der ganze Möbelbau funktioniert noch. Die Küche in grün. Großes Kino. Was hier drunter ist. Da ist nämlich mal ein Schrank. Da hätte dann auch eine Spülmaschine reingepasst. Und schon damals der elektrische, ich fasse es nicht. Ausziehbar war wahrscheinlich damals der letzte Schrei, dass man den Fernseher rauf und runter fahren konnte. Genauso wie das Hubbett, dass man rauf und runter fahren kann. Lass uns mal so hoch, denn die Sitze sind nicht unten. Spannend. Ja, das wollten wir Ihnen auf jeden Fall mal zeigen. Das ist der allererste Morelo. So steht er heute noch da, am 27. November 2020. Begann alles mit diesem Prototypen hier, einem Palace 90
Wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie unseren Kanal, auf Abonnieren drücken und dann verpassen Sie auch keine Videos mehr, die wir Ihnen präsentieren. Wir filmen heute in der Hauptniederlassung von Morelo und das ist er in Schlüsselfeld. Die Zeitreise, der erste Prototyp. Mit diesem Morelo hat alles begonnen. Der Morelo 90M. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.